Kratzen ist definiert als eine Reaktion auf einen Juckreiz. Die Ursache für diesen Juckreiz ist erstmal ganz egal, es spielt keine Rolle. Es kann ein Insektenstich sein, kann der Gips nach einem Armbruch sein, den du schon seit Wochen tragen musst, aber eben auch deine Neurodermitis. Aber warum kratzen wir uns, wenn es juckt? Die Kurzerklärung ist, dass wir einen überschwelligen Berührungsreiz setzen, der den unterschwelligen Juckreiz überlagert. Das heißt, wenn wir uns kratzen, spüren wir den Juckreiz zumindest mal kurzfristig nicht mehr. Das gibt uns Entlastung. Das ist jedoch keine gute Lösung auf lange Sicht. Durch zu starkes oder auch zu viel Kratzen verletzen wir unsere Haut. Sie wird rot, kann bluten und verkrusten, ändert die Farbe und verdickt sich, wird anfälliger für Infektionen. Zusätzlich merkt sich unser Gehirn diese Reaktion, sodass wir gerade bei chronischen Hauterkrankungen wie bei der Neurodermitis in einem Teufelskreis gefangen sind und manchmal auch kratzen, wenn es gar nicht juckt, zum Beispiel in Stresssituationen. Wir nennen diesen Teufelskreis dann den Juckreiz-Kratzzyklus. Wir wollen dir helfen, mit dem Kratzen umzugehen. Wir wollen dich aus diesem Teufelskreis von Stress, Juckreiz, Kratzen, Widerstress herausholen. Dafür zeige ich dir jetzt einige Alternativen, wie du dein Verhalten ändern kannst und auch diesen Teufelskreis durchbrechen kannst. Versuche mal, eine kühlende Creme aufzutragen oder auch einfach einen nassen Waschlappen zu verwenden, um die Haut zu beruhigen. Du kannst deine ganz normale Bodylotion einfach in den Kühlschrank stellen, dann ist sie schön kühl, feuchtet die Haut und beruhigt auch die juckenden Stellen. Statt zu kratzen, kannst du auch mal versuchen zu klopfen oder auch die Hautstellen zu betupfen, wenn der Juckreiz so ganz akut ist. Grundsätzlich hilft auch Meditieren, um den Drang zu kratzen zu widerstehen und auch insgesamt besser mit Stress umzugehen, das insgesamt ein bisschen runterzufahren. Häufiges Kratzen setzt Entzündungen in der Haut frei, sodass entzündungshemmende Cremes nicht nur bei der Entzündung helfen, sondern auch den Juckreiz bekämpfen. Dadurch wird dann insgesamt das Kratzen, das Jucken weniger und dann musst du auch nicht mehr so viel kratzen. Da kommen häufig Cortisoncremes zum Einsatz. Kratzen kann genauso wie zum Beispiel Nägelkauen zur Gewohnheit werden. Deswegen beobachte dich genau und versuche dem Kratzen zu widerstehen und schau auch mal, wann du kratzt, wenn die Haut eigentlich gar nicht juckt. Mach was anderes mit den Händen, wann immer du in Versuchung kommst. Lenk dich mit einem Spiel ab, mach irgendein Handwerk, bastel was. Du kannst auch einfach mal die Fäuste zusammenballen und warten, bis der Drang zu kratzen nachlässt. Erst dann Fäuste wieder öffnen. Was auch funktioniert, ist ein schnappendes Armband ums Handgelenk. Einfach so ein ganz normales Küchenband. Du lässt es schnappen, bis du einfach den Juckreiz nicht mehr merkst, weil nämlich die Haut hier an der Stelle durch das Gummiband so ein bisschen ablenkt. Auch können wir unseren eigenen Kopf hereinlegen. Das Kratzen an einer groben Oberfläche, zum Beispiel an einem Holztisch, kann den Kratzdrang ebenfalls lindern. Du musst dir einfach nur vorstellen, dass dieser Tisch, an dem du jetzt gerade kratzt, die juckende Stelle ist, währenddessen du aber eben nicht an der Haut, sondern am Tisch kratzt. Klingt ganz komisch, aber nach ein paar Sekunden wirst du merken, das hilft dir tatsächlich.